Heute geht es um Gott und den Teufel, die in Unna gewirkt haben sollen. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Wundersamen. Euer Totengräber befindet sich hier in der evangelischen Stadtkirche in Unna. Vollendet wurde der gotische Bau im Jahre 1467 und man kann in dieser Kirche einige sehr alte Grabplatten besichtigen, die früher einmal im Boden eingelassen waren. Ich bin aber nicht hauptsächlich wegen der Grabmäler hier, sondern wegen einer düsteren Legende, die sich in dieser Kirche zugetragen haben soll. Es soll im Jahre 1596 gewesen sein. Das Volk hatte sich zur sonntäglichen Messe in der Kirche versammelt. Plötzlich erscholl ein grausiges Poltern von oben, dort, wo die Orgel war. Mit einem Mal soll der Teufel selbst dort erschienen sein. Mit einem mächtigen Satz flog er hinüber zur Kanzel. Dort stand er vor der versammelten Gemeinde. Es heißt, man konnte deutlich seine großen Hörner auf dem Kopf sehen. Geheimnisvoll und unheimlich murmelte er etwas Unverständliches vor sich hin, während die Anwesenden starr vor Schreck waren. Genauso plötzlich wie er erschienen war, verschwand Luzifer wieder, nachdem er eine Zeit lang vor sich hingemurmelt hatte. Was der Fürst der Finsternis mit diesem Auftritt bezwecken wollte, oder ob er irgendwelche Folgen hatte, ist nicht überliefert. Jedoch bekommt diese Sage einen interessanten Aspekt, wenn wir uns der nächsten Legende zuwenden. In dieser geht es um eine Art göttliches Wunder. Eine Thematik, die in meinem Panoptikum zwar nicht so häufig vorkommt, jedoch ist der Hauptakteur in dieser Sage ein Totengräber. Und Freunde, das können wir uns doch nicht entgehen lassen. Ort und Zeit der folgenden Sage sind nur vage angegeben. Es heißt, als die Pest in Unna wütete. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät, 1597 ging die Pest in Unna um. Von ca. 2500 Einwohnern wurden ca. 1400 von dem schwarzen Tod dahingerafft. Moment, 1597? Genau das Jahr, das auf die Erscheinung des Teufels folgte. Wer sich einer übernatürlichen Verschwörungstheorie hingeben möchte, könnte nun meinen, der Leibhaftige hätte etwas mit dem Ausbruch der Pest in Unna zu tun. Er erscheint vor der versammelten Gemeinde, murmelt unheimlich vor sich hin, und im nächsten Jahr fallen sie der Pest zum Opfer. Allerdings war die Pest zu diesem Zeitpunkt schon seit ca. 250 Jahren in Europa bekannt. Sie war also nichts Ungewöhnliches zu der Zeit. Als Ort, an dem die nächste Legende stattgefunden haben soll, ist nur der Friedhof erwähnt. Friedhöfe lagen früher meist direkt an der Kirche. Und wie eine Infotafel an dieser alten Mauer bestätigt, gab es früher einen Friedhof an dieser Kirche. Circa 1000 Jahre lang sollen hier Verstorbene begraben worden sein. Erst 1820 wurde der Friedhof geräumt. Einige Grabsteine sollen als Baumaterial wiederverwendet worden sein. So gibt es angeblich in der Umgebung Wandteile und Treppenstufen, die zumindest teilweise aus alten Grabsteinen bestehen. Auch in der Kirche gab es Beerdigungen, wie die anfangs erwähnten Grabplatten beweisen. Die folgende Legende hat also mit ziemlicher Sicherheit hier stattgefunden. Aber zurück zur Legende und unserem Totengräber. Wie gesagt, ging der schwarze Tod in Unna um und raffte die Menschen reihenweise dahin. Auch der alte Totengräber war schon unter den Opfern. Sein Sohn übernahm das Amt und grub seinem Vater das Grab.
Da man damals bemüht war, die Toten möglichst schnell unter die Erde zu bringen, in der Hoffnung, so die Seuche etwas eindämmen zu können, erfuhr der junge Totengräber oft erst bei der Beerdigung, wem er da eigentlich das Grab bereitet hatte. Eines Tages hatte er gerade erst wieder ein Grab fertiggestellt, als schon der Trauerzug nahte. Der Totengräber bekam einen Schock. In dem Trauerzug, gleich hinter dem Sarg, gingen die Brüder seiner Verlobten. Er hatte das Grab für die Frau geschaufelt, die er heiraten wollte. Voll Schmerz und Wut warf er seinen Spaten weit von sich. Dieser landete so, dass er senkrecht in der Erde stecken blieb. Erschüttert in seinem Glauben rief der Totengräber: Es gibt einen Gott so wenig, wie der Spatenstiel Blätter tragen kann. Dann wandte er sich um und verließ den Friedhof sowie die Stadt. Einige Jahre später ritt ein Trupp Soldaten in die Stadt. Während die Männer sich eine Pause gönnten und etwas Verpflegung zu sich nahmen, ging ihr Hauptmann auf den Friedhof. Dort sah er einen jungen Lindenbaum. Er glaubte zu erkennen, dass dieser aus dem Spatenstiel gewachsen war, den er als Totengräber vor einigen Jahren weggeworfen hatte. Wenn der Spatenstiel doch Blätter tragen konnte, musste es nach seiner Aussage auch einen Gott geben. Der Hauptmann legte daraufhin sein Schwert und Rüstung nieder und soll von dort an als Pilger zu heiligen Stätten gereist sein, um für seinen Zweifel an Gott Buße zu tun. Als Pilger des Morbiden und Übernatürlichen werde ich mich auch wieder auf den Weg machen. Schließlich will ich doch so einiges sehen, bevor ein Arbeitskollege mit meiner Grube anfängt.